Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Mal wieder ein Question and Answer. Dieses Mal so auf halber Strecke des Jahres. Genau, halbe Jahr ist rum. Ja, letztes Jahr haben wir, ich glaube, zum Ende des Jahres eins gemacht und ja, jetzt wird es langsam mal wieder Zeit und dann dachten wir legen mal los und ja, sonst... Insgesamt die Lage ist sehr gut. Wir hatten ja Ende des Jahres gesagt, schwierig mit Mitarbeitern. Glücklicherweise konnten wir 3 neue Mitarbeiter anstellen, die jetzt in den nächsten Monaten hier bei uns anfangen. Einer hat schon angefangen. Motivierte, gut ausgebildete Leute, mit denen wir hoffentlich endlich mal alles fertig bekommen, was alles hier noch so rumsteht an Autos. Ja, endlich mal ein bisschen was abarbeiten können. Aber mehr als genug Autos, die hier rumstehen, die darauf warten zu ihren... dass wir das mal alles mal fertig kriegen. Ne? Die würden gerne nämlich langsam zu ihren Besitzern wieder nach Hause, die Autos. Verstehe ich. Ja, aber Auftragslage ist so gut, dass es immer mehr werden und kaum weniger. Ne? Ja. Zum Glück. Kommen mehr nach, als wir rauskriegen. Das ändert sich jetzt. Also, dass wir mehr ausliefern, nicht, dass keine Autos mehr kommen. Ja, ich würde sagen, du fängst einfach mal an, oder? Ich fange an mit der ersten Frage. Ja, okay. Wir haben uns ja ein paar Sachen markiert. Dann leg du mal los. Dann wollen wir doch mal. Okay. JM McCarthy, 93, fragt, möchte mir einen Porsche holen. Lieber 991.2 GTS oder 991.2 GT3? Was geht im Tuning? Sind beide Autos gut für Tuning. Kommt drauf an, was man vorhat, ne? Wie viel man ausgeben möchte. Ganz genau. Also der Carrera, der GTS, ist natürlich für uns gut zu tunen, weil er schon Biturbo ist. Können wir relativ einfach die Leistungssteigerung, haben auch ein fertiges Programm dafür. Wir haben hier verschiedene Stages von Stage 1 bis 5, also Bolt-on-Paket bis rauf gemachter 3,8 Motor. Liter und 800 PS, alle möglichen Stufen. Beim GT3 ist es im Prinzip das Gleiche. Da haben wir ja auch unseren Biturbo-Umbau, der natürlich ein bisschen aufwendiger ist, weil das Auto von Haus aus ein Sauger ist, also aufwendiger. Weil reines Sauger-Tuning haben wir bei dem Auto ausprobiert, ohne eine wirkliche Extremauspuffanlage lässt sich da eigentlich kaum Leistung holen und die werden dann so laut, dass man damit eigentlich auf der Straße, naja, zumindest in Deutschland, hier nur noch schwer fahren kann und auf der Rennstrecke schon gar nicht, weil da wird man, kennst du ja gut, ne? Ja, direkt fliegt von mal der wieder Rennstrecke runtergewunken und gesagt, Augenblick mal, du bist viel zu laut. Hast du ja Erfahrung. Ja, also beide gut geeignet, einfacher mit dem GTS. Am endgeilsten ist aber der GT3, oder? Definitiv. Klangerlebnis, 9000 Umdrehungen. Aber man muss auch sagen, das Basisfahrzeug ist natürlich deutlich teurer und der Umbau genauso. Ja, klar, ist beides teurer. Aber wenn einer fragt, dann müssen wir ja ehrlich antworten. Genau, ja. Endcool ist der GT3, aber der GTS ist auch schon der Hammer. Ja, und der GTS ist auch, sag ich mal so, den kannst du auch mal cool auch mal im Alltag fahren und so. Das stimmt. Der GT3 ist natürlich schon ein bisschen rapplicher und so. Und klar, wie du schon sagst, auffällig, Flügel. Ne, da ist man schon beim GTS ein bisschen mehr undercover. Kommt drauf an. Wie gesagt, was hat man am Schluss vor? Mit anderen Worten, wir können wieder nichts empfehlen, musst du selber entscheiden. Also ich würde GT3 kaufen. Also eine Sache, das habe ich schon ein bisschen öfter gelesen und damit fange ich auch direkt an. Und zwar, wann kommt was zum S3? Ich denke mal, es wird ja um meinen roten Audi S3 8L gehen. Der ist jetzt langsam in den letzten Zügen. Also Auto ist jetzt soweit, dass er ganz normal fährt. Bin damit jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Auto läuft soweit ganz gut. Jetzt müssen wir langsam mal eine Volllastabstimmung machen. Das Problem ist halt aber, Wetter ist immer ein großes Thema, weil entweder war es in letzter Zeit viel zu heiß oder es hat geregnet. 30 Grad. Ja. Also ich hoffe mal, dass jetzt in den nächsten Tagen das Wetter mal halbwegs normal bleibt, so um die 20 Grad rum und nicht kein Regen. Und dann denke ich mal, wird man das Thema mal zum Ende bringen. Und ja, wir fahren ja bald nochmal wahrscheinlich zum Flugplatz und dann denke ich mal, laden wir den mit ein. Spätestens dann gibt es ein Video, oder? Ich denke mal, spätestens dann wird es ein Video geben, auf jeden Fall. Dali.s82 fragt, bester Porsche Low Budget, um ihn bei euch bezahlbar umbauen zu können. Der Traum soll wahr werden. Tja, also, hole ich mal ein bisschen aus. Wir haben es oft, dass Kunden ihre Autos 2-3 Mal bei uns umbauen lassen. Das heißt, da kommt einer mit einem 997 Turbo, der sagt, mach mir mal 670, dann fährt er das ganze Jahr, dann sagt er, 670 war schön, aber jetzt hat mein Nachbar ein GT2 gekriegt, ich brauche mehr Dampf, ich nehme jetzt 800. Dann bauen wir dem auf 800 um. Ein Jahr später fragt er nach 1000 oder 1200 PS. Wir nehmen die alten Kits immer in Zahlung. Das heißt, wir haben eigentlich fast immer gebraucht Kits hier, die wir dann natürlich deutlich günstiger verkaufen können. Weil der Kunde kann damit nichts mehr anfangen. Der kriegt dann seinen Umbau günstiger, wenn wir was in Zahlung nehmen. Und wir haben wiederum was wir weiterverkaufen können. Deshalb eigentlich immer gute Deals. Das funktioniert ganz besonders gut bei 996 Turbo, 997 Turbo. Die anderen Autos sind in der Regel noch zu neu, dass wir davon schon so viele gebraucht Umbaukits hier im Hause haben.
Wenn man sagt, gebraucht ist nichts und will neu machen, dann würde ich sagen, dass 997 Turbo eigentlich das beste Auto ist zum günstig umbauen. Weil schon mit den Serienladern geht eine ganze Menge. Ja, und wenn man da jetzt kein Dauervollgaspilot ist, kann man vielleicht sogar in einer kleinen Stufe noch auf Ladeluftkühler verzichten. Das heißt, man braucht eigentlich nur eine Auspuffanlage, eine Eintragung und eine Hammerprogrammierung. Entweder für Tiptronic oder für Handschalter, spielt eigentlich keine Rolle. Und hat dann schon ein richtig schnelles Auto hinterher. Aber bei Handschalter muss man sagen, kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut noch die Kupplung ist, weil viele Leute lassen gerne die Kupplung ganz, ganz lange schleifen beim Losfahren. Ja, und deswegen kann es dann schon sein, dass selbst bei einem Stage 1 Tuning schon die Kupplung leicht anfängt zu rutschen. Ja, wenn wir da 750, 800 Newtonmeter drauf machen, dann rutscht die Serienkupplung dann sowieso irgendwann. Genau. Also beim Handschalter sollte man wahrscheinlich gleich auch noch da eine Kupplung noch mitmachen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ist aber auch überschaubar, weil wir machen es nicht wie Porsche mit Motorgetriebe raus, was immer teuer ist. Ja. Wir nehmen rein nur das Getriebe raus, wechseln die Kupplung, stecken Getriebe wieder drauf und fertig. Ja, das ist auch übrigens an einem Tag zu schaffen. Das ist an einem Tag zu schaffen. Ganz locker. Ja. Also das sind die beiden Autos, die ich empfehlen würde. 906 Turbo, 907 Turbo. Und dann einfach vorher mal bei uns anfragen, ob wir gerade was Gebrauchtes da haben, falls das interessant ist. Ja, viele meinen auch mal, sie kommen besser weg, weil sie sich jetzt den günstigsten 996 kaufen, der im Internet drin ist, 996 Turbo. Ist leider meistens überhaupt gar nicht so, weil wenn man meistens den günstigsten kauft, haben die Autos meistens schon ganz schön viel erlebt. Ja. Und der 996 ist generell, ja, also es ist ein tolles Auto, ich möchte nicht schlecht reden. Aber kommt in die Jahre. Kommt in die Jahre. Es sind viele Sachen dran, wie zum Beispiel vorne die Tauchstangen, die rosten. Das heißt, in der Regel muss man fast immer das Fahrwerk neu machen. Dann sind die Domlager fast immer kaputt. So, das heißt, man investiert schon mal nur ins Fahrwerk, 3,5 mit einem Ausbau vermessen und so weiter und so fort. Und dann baut man auch keine Serie wieder ein, sondern was anderes. Genau, und dann hast du ja gerade erstmal ein Fahrwerk. Ne? Genau. Und dann beginnt ja gerade erst die Reise. Dann siehst du, okay, Stabis sind doof, da sind die Lager ausgeschlagen, dann kaufe ich noch ein neues Stabi mit, ne? Dann schmeißt du nochmal einen Tausender mit rein. Wasserkühler vorne undicht, genau, Wasserkühler vorne undicht, Steinschlag, genau. Die ganzen üblichen Sachen, durchgefault oder Steinschlag. Nur weil man jetzt zweimal kauft, ist den günstigsten 996 Turbo, kann man jetzt ein tolles Tuning machen. Da sind meistens leider noch ganz schön viele andere Baustellen, die man vorher erst beseitigen muss, bevor man sich wirklich über Tuning Gedanken machen kann. Ja. Und dazu kommt auch noch, meistens sind die Lader durch, die rosten halt auch, die ganzen Rumpfgruppen brechen langsam einfach auseinander. Alle Schrauben reißen ab, die Leitungen sind alle vermurkst danach. Das heißt, man investiert dann doch deutlich mehr Geld in den 996. Hätte man sich wahrscheinlich schon fast für das Geld in 997 kaufen können, der relativ gut gebraucht ist. Nur man hätte kein Theater gehabt, hätte einfach nur ein leichtes Tuning gemacht und wäre zufrieden gewesen. Und hätte nicht nach 3-4 Wochen auf sein Auto verzichten müssen. Nur weil man obwohl man echt einen Auspuff anbauen wollte. Durchgebrochene Lader haben wir in letzter Zeit ein paar Mal gehabt. Haben wir echt ein paar Mal gehabt, ja. Jo. Weil normalerweise ist immer der Ablauf Auspuffanlage abbauen. Auspuffanlagenschrauben so verrostet, dass man entweder meißeln, flexen, bohren, irgendwas muss. Und allein schon durch die bisschen Schläge, die dann ja hinten quasi auf den Lader gehen, bricht schon das Abgasgehäuse durch. Haben wir jetzt beim 997 VTG zweimal gehabt, ne? Mhm. Gleich auf beiden Seiten bei einem Auto, weißt du noch? Ja, ich weiß. Aber dann, oh scheiße, einer durchgebrochen, der andere wird so überlegen, denkst du? Mhm. Und beim 996 auch genau das Gleiche. Ja. Also Autos kommen alle so in die 15, 20 Jahre und da ist das eben einfach auch mal am Ende mit dem das Problem ist halt einfach, die hängen halt im Spritzwasser. Ne? Das ist halt einfach dauerhaft Temperatur, wenn man fährt. Werden. Genau, viel Wasser, das kommt von unten dran. Und Salzwasser, wenn du auch noch Pech hast, im Winter in Süddeutschland gefahren. Ja. Klar. Da ist schnell Korrosion. Gammelt das alles weg, ne? Ja. So, also bei mir nächste Frage von Barty KMS. Könnt ihr auch andere Kfz schneller machen? Ich würde sagen, ja. Haben wir ja schon die einen oder anderen, egal ob es VAG-Produkte waren oder Mercedes und sonstiges. Also grundsätzlich steht dem nie etwas im Wege. Schneller geht immer. Ich würde sagen, einfach immer anfragen, ne? Einfach mal anfragen. Also wir haben ja immer Lust, zwischendurch mal auf Abwechslung. Genau. Also wenn da was Interessantes dabei ist, machen wir auch gerne mal wieder mal was anderes. Und manchmal haben wir es ja auch schon fertig in der Schublade, weil wir es schon gemacht haben. Genau. Nur vielleicht nicht unbedingt beworben haben, weil es nicht so ganz in unser Spektrum passte. Aber auch anfragen und dann gibt es eine Antwort. Jürgen R. Und zwar, da muss ich auch richtig viel vorlesen, du hier. Wenn die Serienleistung um das 2,5-fache gesteigert wird, wird dann auch das Kolbenlaufspiel vergrößert bzw. angepasst. Ich habe mitbekommen, dass bei den neueren Motoren bis 900 PS ohne Öffnung des Motors funktioniert. Da bleibt das Spiel natürlich unangetastet. Wie sieht es mit den alten Motoren aus? Normal laufen ja die Alusil-Motoren recht eng im Spiel. Ist das bei den neueren 992-Motoren mit den Nicasil-ähnlichen Laufbahnen auch so? Ja,
Ist so, weil immer wenn es nicht nass eingesetzte Büchsen sind, Zylinderlaufbahnen wie beim Metzger-Motor, macht Porsche das Laufspiel normalerweise sehr eng und rechnen damit, dass sich die Zylinder genauso ausdehnen wie die Kolben. Deshalb ist es da immer ganz schwierig, nachträglich andere Kolben einzubauen, weil die natürlich ein ganz anderes Ausdehnungsspiel haben als die Serienkolben. Und deshalb gibt es da entweder Kratzer oder Ölverbrauch relativ oft. Also ist schwierig. Und bei den 992 Motoren ist es auch so, Nicasil ähnlich ja, die sind mit Plasma beschichtet. Die haben nur das Problem, dass die Reibpaarung zwischen Plasma und Kolbenring schwierig herauszufinden ist, was da die optimale ist, ohne dass es dann da irgendwie mal Kratzer gibt. Also das ist nicht so ganz einfach. So, wie geht es hier weiter? Ich weiß, dass die Serienmotoren mit der Originalbeschichtung schon Schwierigkeit haben können. Wie sieht es damit aus, wenn man auf 1000 PS steigert? Ja, genau wie wir gesagt haben. Also ganz wichtig ist, dass man da eben die entsprechende Beschichtung drauf hat. Und mit Alusil-Motoren arbeiten wir sowieso nicht. Alusil sind die ganzen 996, 997 Carreras. Die haben sowieso immer Probleme mit ihren Laufbahnen und mit den Kolben. Und wenn da die Beschichtung vom Kolben ab ist, dann wird das direkt ein Teil Kolben und Zylinder. Und daraufhin folgt dann gleich der Hauptlagerschaden bzw. Pleuelagerschaden. Ja, reißt alles ab und alles zerstört, alles totale Gurke. Also die Motoren sind nicht wirklich tuningfähig, deshalb haben wir mit Alusil-Motoren nichts zu tun. Wir haben eben nur Nicasil oder Plasma oder Stahlzylinder mit unserer eigenen Beschichtung drauf. Da wissen wir, was funktioniert. Und wenn wir um 2,5-fache steigern, das hieße ja von 480, also sagen wir 500 PS auf das 2,5-fache, wäre ja schon 1200 plus PS, 1250. Da haben wir sowieso andere Zylinder drin. Andere Zylinder, andere Kolben, andere Kurbelwelle, andere Pleuel, andere Kopfdichtung und so weiter. Da bleibt sowieso nichts beim Alten. Von daher haben wir dann natürlich dann auch unser eigenes Kolbenspiel, so wie wir das eben auslegen und berechnen und denken, dass es das Richtige ist. Solche Steuer hat sich über Jahre bisher mal bewährt. Ja, gut, hat ja auch Jahre gedauert, bis man das richtige Spiel rausgekriegt hat. Klar. Weil wir bauen ja nicht 100 Versuchsmotoren wie Porsche und sagen, das ist das richtige Spiel. Sondern bauen ein, fahren, zerlegen und gucken, wie es funktioniert. Ne? Ja. Das zieht sich dann eben ein bisschen. Aber gut, also mit Kolben und Laufspiel und Kratzern und so weiter haben wir zum Glück toi 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 absolut keinen Stress mehr. Ja, dann schreibe ich mir mal die nächste Frage. Hier geht es vom Kaffeekönig. Habt ihr vor zu expandieren? Im Idealfall im Bereich Entwicklung und eigener Teile. Ja, also sowas passiert schon ganz viel bei uns im Hintergrund, was die meist nicht mitbekommen, da sich viele Firmen vertraglich absichern, dass solche Sachen nicht nach außen getragen werden, weil viele Firmen wollen, dass man weiterhin denkt, dass sie das selber gemacht haben. Also wir machen viele Projekte, Teilentwicklung, ganze Fahrzeugentwicklung, ob es Motoren geht und sonstiges, passiert hier im Haus intern auch. Wie gesagt, dürfen wir leider nur nicht besonders viel von zeigen oder können wir nicht besonders viel von erzählen, weil das hat sofort immer Vertragsstrafen mit sich. Ja. Deswegen, aber an solchen Themen sind wir dran. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren definitiv auch noch mehr. Und sind wir auch eigentlich ganz happy mit, oder? Also ich sehe, dir macht das auf jeden Fall viel Spaß. Ja, macht sehr viel Spaß. Und es ist schön zu sehen für uns, dass es nur noch wenige Firmen gibt, die sowas machen, weil wir merken, dass bei uns die Anfragen deutlich steigen. Gerade in Richtung Gesamtfahrzeugkonzept, Auslegung von Motoren, Getrieben für Sportwagen, komplett Motoren, Neuentwicklung und so weiter, haben wir so viele Anfragen. Da macht richtig Spaß. Ja, ist die Engineering genau unsere Stärke. Ja, ist auch cool. Normalerweise, ich sag mal so, klar, unser Tuning macht ja auch Spaß, so ist es ja nicht. Aber bei diesen Großprojekten ist es halt immer so, wenn die Leute kommen und sowas machen wollen, dann wollen die gleich immer was richtig Geiles. Dann da wird nichts mit Kompromiss gemacht. Und das, finde ich, macht immer besonders viel Spaß. Fängt meistens, wie sagt man, bei einem Ingenieur mit einem weißen Blatt Papier an. Man hat nicht ein Auto. Wir haben ja sonst immer ein fertiges Auto und sagen, was können wir verändern, damit es besser oder schneller wird. Ja. Besser, in besonderen Bereichen besser wird. So. Aber wenn jemand sagt, ich brauche einen, V8-Motor mit 1000 PS und Euro 6, dann kann ich mir was überlegen, so wie ich das möchte. Das macht Spaß. Ja, das stimmt. Ja, nächste Frage. Serum RMZ. Wie auch immer. Was genau ist denn der Unterschied zwischen Direkteinspritzung und einem Einspritzrohr? Damit meint er wahrscheinlich Saugrohreinspritzung.
Vor- und Nachteile bzw. generell alle Unterschiede, die nennenswert sind. Zum Beispiel Herstellungskosten für die Industrie und Unterschiede in der Bauform selbst, Verbrauch, Partikelbildung und so weiter. Also zu ein paar Sachen kann ich was sagen, aber nicht zu allem. Unterschiede Direkteinspritzung und Saugrohreinspritzung. Also relativ einfach. Bei der Direkteinspritzung wird Benzin mit hohem Druck direkt in den Brennraum eingespritzt. Quasi so sitzt ähnlich wie eine Zündkerze. Irgendwo zwischen den Ventilen sitzt die Einspritzdüse und spritzt da direkt ein. Mit hohem Druck, das heißt irgendwo zwischen 50 und beim Verbrenner 250 bar. Hat den Vorteil, der Druck ist sehr hoch, man kann, das Benzin zerstäubt sich sehr fein, das heißt, die Gemischbildung ist gut, die Vermischung zwischen Luft und Brennstoff oder Kraftstoff ist sehr gut. Und großer Vorteil ist, wenn man nur Luft ansaugt und nicht Luft und Benzin, kann man etwas mehr Luft ansaugen. Weil das Benzin wird ja nicht noch zusätzlich reingespritzt. Also ist im Prinzip die Leistung auch etwas höher damit. Und als letztes, was auch noch von Vorteil ist, man kann ein bisschen mehr Frühzündung fahren und hat dadurch auch noch Leistung. Und es gibt ja diesen angeblichen Mager-Mix, dass du ja mit unter Lambda, über Lambda 1 fahren kannst und deswegen ja auch weniger verbrauchst, zumindest wenn du rollst und im Teillastbereich bist. Aber das ist, glaube ich, auch mehr so ein... Wobei, bin ich wahrscheinlich zu doof für. Ich habe mal gelernt, dass ein Katalysator, der im Prinzip fast alles aus dem Abgas rausfiltert, nur funktioniert, wenn du Lambda 1 fährst. Wie willst du Lambda 1,4 fahren, was vielleicht toll ist von Verbrauch, aber wenn du die Abgase nicht mehr gereinigt kriegst? Ja. Gute Frage, oder? Haben mir bisher noch keiner beantworten können. Ich weiß, da werben immer wieder Hersteller mit, sie machen Mager-Mix-Motoren, ist alles ganz toll. Aber willst du dann nur das mager gemixte irgendwie nur teilweise reinigen? Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe eigentlich Motoren vernünftig nur bei Lambda 1 laufen. Wichtiger Punkt ist allerdings, ja, Verbrauch etwas geringer, minimal, kann man vergessen. Partikelbildung, das ist nämlich richtiger Scheiß bei den Direkteinspritzern. Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Diesel, weil die Funktion ist das Funktionsprinzip ist das gleiche. Man spritzt immer mit hohem Druck direkt in den Brennraum ein. Und bei dem hohen Druck und der feinen Zerstäubung entstehen dann hinterher bei der Verbrennung Partikel. Und für die Partikel braucht man wieder einen Partikelfilter, sonst sind die Abgase eben nicht sauber genug, als dass man irgendwo noch eine Euro 6 oder irgendwas anderes schaffen könnte. Das hat der Saugrohreinspritzer, der nämlich nicht in den Brennraum, sondern in das Ansaugrohr spritzt. Zum Glück nicht oder nur minimalst. Deshalb schaffen aktuelle Autos wie zum Beispiel Nissan GT-R, Ich kann sagen, dürfen eigentlich gar nicht drüber reden. mit einer Saugrohreinspritzung, Euro 6 ohne Partikelfilter. So. Und Partikelfilter ist ja toll, kostet extra Geld, muss extra gesteuert werden. Und sind wieder Edelmetalle. Und allem, Edelmetalle. Ja, Auto wird schwerer, verbraucht dadurch auch wieder mehr, weil da muss ja auch irgendwie durchgedrückt werden. Energieverlust, Soundverlust und Leistungsverlust. Alles scheiße. Also im Prinzip ist, glaube ich, ein Direkteinspritzer mit Partikelfilter nichts besser als ein guter Saugrohreinspritzer, nur mit Katalysator. Sind wir beide keine Fans von. Nein. Vielleicht haben wir nur noch nicht den ganz großen Vorteil gesehen oder hat uns noch keiner erzählt. Von uns aus dem täglichen Leben können wir leider keinen Vorteil sehen, sondern nur Nachteile. Definitiv. Speziell fürs Tuning. Ja. Maxi mit K, .stgt. Was kann man am 992 GT3 RS noch machen? Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gestellt. Sobald man sich nämlich das Auto mal genauer anguckt, gibt es ja eigentlich ja nicht viel, was du machen kannst. Alles, was du machst, verschlechterst du wahrscheinlich das Fahrzeug. Also was ich glaube, was wirklich Sinn macht bei so einem Auto, ist einmal eine richtige Vermessung. Weil original werden die Autos eigentlich immer ein bisschen Luschi-mäßig vermessen. Ich weiß nicht, ob es beim GT3 RS so ist, das wirst du wahrscheinlich besser sagen können, weil normalerweise... Also, ich sag mal, Luschi-mäßig ist vielleicht nicht ganz richtig. Die sind vermessen für Nicht-Rennfahrer. Genau. Für etwas ungeübtere Fahrer. Das heißt, die Autos müssen natürlich safe abgestimmt sein. Dass jeder das Auto bewegen kann, von der um sich sofort Achsvermessung her, umzubringen. ganz genau. Ja. Dass er irgendwo nicht sofort ins Übersteuern kommt, nicht zu agil und hektisch ist, sondern mit Sicherheit, so war es zumindest immer bei den GT3s, tendenziell immer noch leicht unter Steuern abgestimmt. Zum Glück sind die Einstellbereiche bei allen GT3s bisher immer so riesengroß gewesen, dass man dann da eine richtige Rennsport-Achsvermessung reinmachen kann. Genau. Und dann ist der begabte, engagierte Fahrer damit auch richtig gut unterwegs. Ja. Und was es jetzt seit neuestem gibt, haben wir uns auf der Messe angeguckt,
H&R macht da tolle Federn für, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Nein, also wir arbeiten seit vielen Jahren mit denen zusammen, die machen echt tolle Produkte. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eine deutliche Verbesserung zum Fahrzeug ist, gerade in der Kombination mit der richtigen Vermessung. Glaube ich, wird das den Typ des Fahrzeugs sehr stark verändern. Ja. Jetzt gerade, vielleicht nicht gerade in Deutschland, aber in anderen Ländern würde ich auch eine OPF rausschmeißen, dann klingt er auch noch mal ein bisschen besser. Ja. Und hast noch mal ein bisschen weniger Abgasgegendruck und ich glaube, da macht das Ding schon richtig Spaß. Ich sag mal, Spaß ist immer, ne? Könnte bestimmt ein bisschen mehr Leistung vertragen, aber das ist immer ein ganz anderes Thema, damit holen wir wieder viel zu weit aus. Soll ich sagen, aus dem Sorgenmotor bei der Konstruktion werden wir da gar nichts mehr rausholen Nein, und können. wozu ja auch? Das Auto so wie es ist, fährt er ja gut. Wozu willst du da jetzt noch auf dem Motor jetzt? Also verstehe, also macht für mich persönlich keinen Sinn. Wir können das irgendwann vielleicht, wenn die Platzverhältnisse gegeben sind, wissen wir ja noch nicht, weil die ist ja so extrem anders als das andere Auto. Vielleicht auch Biturbo umbauen, wird man sehen. Aber sag mal, Anfragen haben wir bisher, aber mal noch gucken. kein Auto hier Bisher gehabt noch und kein deshalb Auto können wir da die gehabt. alle noch nicht beantworten, weil wir noch nicht wissen, ob es überhaupt geht, ob wir einen Platz finden. Genau, erstmal brauchen wir einen mutigen. Ja. So, hier ist noch eine Frage von Turbo TF. Ist Salvatore mit 2000 PS straßenlegal und hat TÜV Euro 6? Natürlich nicht. Ich dachte, wir lachen einmal ganz laut beide zusammen. Also 2000 PS straßenlegal mit so einem Tuning-Auto unmöglich. Wenn man jetzt wenn man jetzt Königseck ist und hat da jetzt einen Elektromotor, der die ganze Zeit lang im unteren Teillastbereich läuft, wo Abgaswerte sonst gemessen werden und Geräusche und sonstiges, dann ist das mit Sicherheit möglich, aber mit dem Aufwand, den wir betreiben und die Kosten, die wir da... Ein reiner Verbrenner mit 4,1 Litern und 2000 PS Nein, kann und vor allem unmöglich als irgendwas Grundmotor, mit der mal vorher 480 hatte und 0 Drehzahl, kein gar nichts, da passt überhaupt nichts mehr zusammen. Ja. Also das ist ganz weit gefehlt. Abgesehen davon hat das Ding keinen Cut und 89 mm Flammenrohr, was ungefähr 30 cm lang ist. Ja. Also Aber ist der zu laut? Nein. für mich nicht. Guck, passt doch alles. Ja. Die, denke ich mal, abschließende Frage. Ja. Jakob Röske fragt, wie lange will Jan noch arbeiten und wann plant er in Rente zu gehen? Beziehungsweise gibt es dazu schon Pläne? Ne, als Selbstständiger geht man nicht in Rente. Also ich wär das ja auch oft gefragt, ja, was eigentlich mit deinem Papa, will er nicht irgendwann mal aufhören? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater diesen Betrieb irgendwann verlassen wird. Selbst wenn er nicht mehr an Motoren schraubt oder sonstiges macht, dann wird er hier sein Fahrradding machen oder irgendwas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier irgendwann mal wirklich gehen wird. Also ich sag mal, in Rente geht man ja eigentlich nur, wenn man keine Lust mehr hat zu arbeiten. Und keine Lust hat man dann mehr zu arbeiten, wenn man es entweder nicht mehr kann, körperlich oder sonst was, oder wenn man eigentlich keine Lust hat auf die Arbeit. Da das für uns beide ja eigentlich auch ein bisschen Hobby ist und Spaß, warum sollte ich mit Spaß aufhören? Wäre ich ja schön blöd. Also, Das stimmt. Das ist erstmal noch nicht absehbar. Jannis muss mich noch eine Zeit lang ertragen. Tja, muss ich wohl mit leben. Ja, so ist das. Ja, ich hoffe, euch hat das Q&A gefallen und lasst doch mal ein Like da, eventuell auch ein Abo und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr noch ein paar mehr Fragen habt, vielleicht für das nächste Q&A. Können wir schon direkt wieder sammeln? Genau. Ja, gerne auch ein paar lustige Fragen. Ja, und dann gibt es hoffentlich zum Ende des Jahres wahrscheinlich noch mal was. Ja, mit Sicherheit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bald wieder. Ciao.